Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Ich wünsche euch zunächst einmal an alle, die es feiern, natürlich frohe Weihnachten. An all die, die es nicht feiern, genießt die Feiertage und mein Dankeschön an euch, denn viele von euch mit ihrem Einsatz sorgen dafür, dass andere es feiern können. Das soll nicht in Vergessenheit geraten. Ja, wie versprochen, heute mein Weihnachts XXL Q&A Special. Ich habe mir einige Fragen von euch rausgesucht. Danke für die ganz vielen Fragen. Ich konnte leider nicht jede beantworten, aber einige habe ich mir doch rausgesucht und ich glaube, es wird ein sehr interessantes Video und ich würde einfach sagen, viel Spaß dabei. Ja, und wie sollte ich dieses Video anders starten, als mit einer Frage von Psychedelics. Lieber Adnan, nochmal mein persönlicher Dank mit diesem Video. Ohne dich wäre der Kanal niemals, wo er jetzt ist. Und er ist gekommen, um uns etwas die Laune zu verderben. Nein, nur Spaß. Er hat gefragt, was hat sich nach dem Spiel gegen Barca geändert? Dass wir eigentlich am Höhepunkt waren und dann so plötzlich hart gefallen sind. Und dieser Trugschluss, ja, der kommt immer öfter oder eigentlich immer, aber viele Leute vergessen, in dem Fall du auch, dass danach die Woche wir ein Heimspiel hatten gegen Valencia, wo wir Valencia zur Halbzeit schon 3-0 geführt haben, dann noch das 4-0 gemacht haben, das Spiel 7-8-0 hätten gewinnen können müssen. Real Madrid hat gegen Valencia meiner Meinung nach den Höhepunkt erreicht. Ja, und danach mit dem Spiel in Liverpool ging es los. Und ich wünschte, ich wüsste, was die Antwort ist. Vielleicht liegt es wirklich daran, dass Vini Junior gegen Barcelona, ja, seine Show gemacht hat, seine Auswechslung bemängelt hat, im sehr öffentlichen Weg. Ein absolutes No-Go. Und danach im Spiel gegen Valencia keine Konsequenzen gekommen sind. Vielleicht mag das der Grund sein, dass die Kabine da verrutscht ist. Ich kann es dir nicht sagen. Ich wünschte, ich wüsste es. Ich glaube, viele Madridistas wünschten, wir vermuten viel, aber im Endeffekt wissen, weiß es keiner. Deine zweite Frage, mehr oder weniger in diesem Stil. Wenn du 2, 3 einfache Dinge bei Real Madrid aktuell ändern könntest, um aus dem Formtief zu kommen, was würdest du ändern? Ja, und da habe ich eine ziemlich konkrete Idee, was ich machen würde, wenn ich Florentino Perez wäre. Denn ich glaube, Florentino Perez als Präsident ist derjenige, der in so harten Winden, in so harten Zeiten, bei so hartem Gewässer das Ruder in die Hand nehmen muss. Und ich würde es ganz einfach machen. Ich würde als Florentino Perez ein Abendessen mit Xabi Alonso vereinbaren und ihm ganz klar machen, möchtest du weiterhin der Trainer von Real Madrid sein? Ich vermute einfach mal, die Antwort wird ja sein, nach einem halben Jahr, warum auch nicht. Ja, und ihm dann klar machen, Xabi, wir haben dich geholt, weil wir Xabi Alonso als Trainer haben wollten. Den Xabi Alonso, der mit Leverkusen die Fußballwelt fasziniert hat. Wir wollen nicht einen Carlo Ancelotti 2.0. Und ich würde ihm klar machen, du entscheidest komplett frei, wer spielt, wer nicht. Gibt es einen Spieler, den du für dein Konzept unbedingt benötigst, dann würde ich sogar im Wintertransfermarkt aktiv werden. Inzwischen redet man viel über den Neves aus der saudi-arabischen Liga. Aber wer auch immer, vielleicht ein Jeremy Frimpong, der bei Liverpool noch nicht so ganz angekommen ist, von mir aus sogar ein Wirtz oder was auch immer. Ich würde es zumindest versuchen. Auch wenn es wahrscheinlich unmöglich wäre. Ja, aber ich würde ihn damit symbolisieren, du bist der Trainer von meinem Projekt. Wenn es jetzt im Winter nicht klappt, im Sommer können wir einen Großangriff starten. Gibt es Spieler, die nicht zu deinem System passen? So leid es mir tut, die müssen den Verein dann verlassen, damit wir Kohle haben für die Spieler, die zu deinem Konzept passen. Also, wenn ich Florentino Perez wäre, die 2, 3 Stellschrauben, an denen ich glaube ich, schrauben würde, wären Rückendeckung für Xabi Alonso, ihm klar machen, wir stehen zu 100% hinter dir und deinem Projekt, selbst wenn der kurzfristige Erfolg ausbleibt. Ich hoffe, das hat deine Fragen beantwortet. Ja, gehen wir weiter zu der Frage von Hassan. Er hat gefragt, wird Kenan Yildiz zu Real kommen? Falls ja, wen wird er ersetzen? Und die Frage habe ich stellvertretend genommen, weil die steht gefühlt unter jedem meiner Videos immer einmal. Also Stand heute glaube ich nicht, dass Kenan Yildiz zu Real Madrid kommt. Ganz einfacher Grund,
Juventus Turin wäre selten dämlich, wenn die ihren Referenzspieler ziehen lassen. Den mit Abstand besten Spieler, den die haben, die Nummer 10 von denen, der Kapitän, der in die Fußstapfen von dem Alessandro Del Piero treten soll. Fußballerische Qualitäten für Real Madrid, das habe ich immer wieder gesagt, hat er natürlich. Aber spielen wir mal das Spiel mit. Wenn er jetzt kommen würde, wie gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, denn selbst wenn Juventus ihn aus irgendeinem Grund ziehen lässt, steht die ganze Premier League bereit und würde ihm mit Geld zuschütten. Ja, also wie dem auch sei, sollte er aus irgendeinem Grund kommen, glaube ich, dass zurzeit die Position, die am schwächsten bei Real Madrid zurzeit ist, die des rechten Flügels. Ich weiß, das ist vielleicht nicht die perfekte Position für einen Kenan Yildiz, aber ich glaube, er hätte auch das Talent, die Position zu spielen. Was mir an ihm gefällt, ist natürlich seine Körperlichkeit, seine Arbeitsmoral nach hinten. Also ich glaube, da kann er mit einem Franco Mastantuono mithalten. Dann sein unglaublicher Power, sein Zug zum Tor. Ja, also ich glaube, wenn er kommen würde, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, ja, wäre der rechte Flügel seine Position. Er ersetzt also Mastantuono, Rodrigo, Brahim, die Lösungen unseres rechten Flügels. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Denn der liebe Junior möchte wissen, hey Mario, mich würde interessieren, welchen Transfer zu Real, der nicht zustande gekommen ist, du am meisten bereust. Für mich persönlich ist es Neymar, der bei Real, denke ich, noch über sein Potenzial hinausgegangen wäre. Ja, und ich habe da ganz lange drüber nachgedacht und es gibt keinen einzigen, dem ich so richtig nachtrauere, wo ich traurig bin, was auch immer. Im Gegenteil, ich glaube bei Real Madrid, ja, kehren sich manchmal solche Schicksalsschläge zum Besseren. Ein gutes Beispiel dabei ist Hazard, als der auf einmal sich verletzt hat und nie die Erwartungen erfüllt hat, die der Madridismo an ihn hatte, ist auf einmal ein Vini Junior gespawnt und ist zu einem Spieler geworden, der in 2 Champions-League-Finalen getroffen hat. Also oftmals entwickelt sich bei Real Madrid eine Sache anders. Es gibt keinen Spieler oder Transfer, wo ich so richtig bereue. Neymar ist ja auch ein gutes Beispiel. Ich glaube, wenn der gekommen wäre, hätten wir vielleicht mehr oder weniger das gleiche Problem, was wir heute haben. Zu viele Spieler für die gleiche Position. Wäre Neymar gekommen, da hat ein gewisser Cristiano Ronaldo auf dem linken Flügel gezaubert. Wenn wir einen Cristiano Ronaldo wegen einem Neymar auf die 9 hätten setzen müssen, hätten wir den wunderbaren Karim Benzema verloren, der 2 Jahre später Real Madrid mit Vini Junior zum Champions-League-Erfolg geführt hat, der sich selber die Traumsaison verwirklicht hat mit dem Ballon d'Or. Also gibt es Spieler, die ich bei Madrid gerne mal gesehen hätte? Ja, das sind so Spieler, die ich respektiere. Ein Cafu fällt mir spontan ein. Ich glaube auch ein Zanetti oder ein Steven Gerrard, Patrick Vieira, ein Totti zum Beispiel. Ich glaube, das sind Spieler, wo ich gesagt hätte, boah, das hätte mal Spaß gemacht, die bei Real Madrid zu sehen. Aber so richtige gescheiterte Transfers, da traue ich keinem hinterher. Ich glaube, das hat deine Frage beantwortet. In der nächsten Frage möchte der liebe Zurenn wissen, hi Mario, du machst mich immer glücklich und machst eine sehr tolle Arbeit. Danke dafür. Seit wann bist du eigentlich Real Madrid-Fan und bist du noch oder warst du mal auch Fan von einem regionalen Club? Danke erstmal für die nette Mail. Real Madrid-Fan, ich weiß, viele von euch wissen das, aber der Kanal wächst so schnell, dass es auch immer wieder neue Follower gibt und ich bin froh, dass ich die Frage auch mal beantworten kann. Und zwar, ich bin in eine Real Madrid-Familie geboren worden, ganz unspektakulären Eltern, Geschwister etc. Alle Madrid-Fans, bis auf einen, aber darüber reden wir nicht. Ja, also ich bin in eine Real Madrid-Familie geboren worden und ich hatte selber keine große Wahl und ja, manchmal hat man auch Glück im Leben. Und ob ich den regionalen Verein supporte? Ja, ich bin mein Leben lang im Rheinkreis Neuss aufgewachsen, hier zwischen Düsseldorf, Köln, Gladbach die Ecke und mein bester Freund in der Grundschule war Köln-Fan und dadurch war ich dann auch Köln-Fan, war auch schon oft im Stadion, habe etliche Abstiege und Aufstiege und sogar einmal die Europa League verfolgt. Ja, also meine regionale Mannschaft hier in Deutschland ist der FC Köln. Aber 99,999% meines Fußballherzens gehören Real Madrid. Ja, die nächste Frage. Da möchte Black Mamba wissen, was ist dein Ziel mit dem Channel? In welche Richtung willst du das Ganze aufziehen? Wo willst du stehen in 3 Jahren mit dem Projekt? Also, sehr interessante Frage. Und ich sage immer wieder die Geschichte. Als ich diesen Kanal eröffnet habe, jetzt vor etwas mehr als 2,5 Jahren, war es eigentlich nur über den Fall Negreira zu berichten. Über die katastrophale Berichterstattung in Deutschland. Wenn es überhaupt Berichterstattung gab, war die gefühlt
Alles falsch, komplett falsch. Und ich dachte, das kann ja alles nicht mehr wahr sein. Also ich wusste, dass die Medien nicht toll sind, aber so schlecht. Ja, und dann dachte, mein innerer Antrieb war immer, wenn ich irgendwann mal auf 100 Follower komme und die wissen, was passiert, das macht schon einen Unterschied. Ich hätte nie gedacht, dass das diese Ausmaße annimmt, dass es so viele schlummernde Madridistas in Deutschland gibt. Ich habe jahrelang gedacht, ich bin gefühlt der Einzige, der Real Madrid so fühlt. Ja, und dank den Kommentaren und der Community, die sich hier aufgebaut hat, weiß ich, dass das nicht so ist. Ist eine Riesenfreude. Ja, und wenn ich jetzt sowas wie ein Ziel hätte, wäre es, ich sag immer noch, das hier ist ein ganz kleiner Kanal, ich sag immer noch, ich bin ein Furz im Wind, aber ich kann auch nicht verleugnen, wenn das jetzt mit den Followern so weitergeht, ist man vielleicht in 2, 3 Jahren gar nicht mehr so klein. Vielleicht kann man dann mal so kooperativ mit anderen YouTubern zusammenarbeiten oder wenn man ganz viel Glück hat, vielleicht mal wirklich eingeladen werden zu so einer seriöseren Talkrunde, wo man auch mal die Interessen und die Seiten von Real Madrid vertreten kann. Denn sowas gibt es in Deutschland gar nicht. Real Madrid wird immer als der Böse geframed, der Große, der sich über Schiedsrichter beschwert, Vinny etc. Es wird immer nur das Negative bei Real Madrid gesucht. Millionärsclub, Millionen Schulden, dieser ganze Quatsch. Und es gibt in der deutschen Medienwelt so niemanden, der Real Madrid mal so wirklich vertritt. Und es würde mich schon freuen, wenn ich irgendwann mal die Chance kriege, aufgrund der Größe dieses Kanals da irgendwo mitzudiskutieren. Ich glaube, und die Interessen von Real Madrid zu vertreten. Also ich glaube persönlich, das wäre so ein persönliches Ziel. Ja, gehen wir mal zur nächsten Frage. Und die passt ziemlich gut zu der Frage von gerade, zu der Medienwelt. Nämlich, möchte The Ghost Black and White wissen, meine Frage an dich, glaubst du nicht, dass die Medien zu viel Einfluss nehmen und dass der Verein dadurch an Glaubwürdigkeit verliert, weil sie nicht die Courage hat, seine eigenen Entscheidungen zu treffen? Danke. Ja, und da bin ich komplett anderer Meinung. Ich glaube, das Problem in Spanien ist nämlich, dass die Medien gerne viel mehr Macht im Verein hätten, als sie haben. Wenn es nach den Medien ginge, wäre Vini Junior schon vor 5 Jahren kein Spieler von Real Madrid mehr. Ein José Mourinho wäre damals am ersten Tag entlassen worden oder ein Xabi Alonso jetzt schon vor einigen Wochen. Und wir sehen das ja auch bei der Berichterstattung. Die Medien dürfen 1 Minute vor dem Anstoß ins Stadion, 2 Minuten später müssen sie raus. Deshalb machen sie diese Übertragung ja von irgendwelchen Vans vor dem Santiago Bernabéu. Die Medien, es gibt auch Medienvertreter, die dürfen gar nicht in Santiago Bernabéu. Florentino Perez, Real Madrid hat da eine eiserne Hand und der Verein Real Madrid hat mit Sicherheit mehr als genügend Probleme. Aber die Macht von Medien sehe ich persönlich nicht so. Oftmals auch bei Transfers zu sehen etc., oder Trainer etc., die Posten übernehmen sollen im Frauenteam, Basketballteam, was auch immer. Auf einmal kommt ein Name, den keiner in der Medienwelt erraten hat. Ich meine, beim Fußball, dass Xabi Alonso kommen wird, das war jedem klar. Ja, aber ansonsten sehe ich dieses Problem bei Real Madrid nicht. Und wir haben trotzdem mehr als genug andere. Ja. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal zu den letzten Fragen. Denn AC hat einige zusammengestellt. Und zwar hat er gefragt, was ist aktuell dein Ziel mit dem Kanal? Das habe ich ja eben bei Black Mamba schon beantwortet. Könntest du dir was vorstellen, mit Real Total was zu machen in Form von Gast als Podcast oder sonstiges? Ja, und klar, natürlich gerne Real Total, der Nils Kern, der Chefdirektor oder was auch immer und ich, wir schreiben auch ab und zu WhatsApp, werde ihm gleich auch zu Weihnachten meine Wünsche weiterleiten. Ein ganz toller Kerl, Real Total, das sind richtige Journalisten, nicht wie ich, also die machen einen tollen Job. Ich sag jedem Madridismo, dies da immer wieder, Real Total ist essentiell für den Madridismo in Deutschland. Ich sage immer, schaut euch meine Videos an und lest euch die Berichte von denen durch. Natürlich hätte ich keine Probleme mit denen oder mit wem auch immer zusammenzuarbeiten. Solange man respektabel miteinander umgeht, kann ich auch mit Barca-Fans, mit wem auch immer zusammen diskutieren. Kein Problem. Deine dritte Frage, wie sieht's mit deinen Kindern aus? Sind sie auch Real Madrid-Fanatiker und was würdest du machen, wenn sie plötzlich Barca-Fans werden? Hör mal nicht den Teufel an die Wand. Nein, also meine Kinder sind 5 und 7, noch sehr, sehr jung. Ich kann so viel verraten, die rennen sehr oft durchs Haus und singen A la Madrid etc. Die können das ganze Madrid-Lied mitsingen. Auch schon Gesänge aus dem Stadion kennen sie schon so ein paar. Die sind Madridistas. Soweit sie das beurteilen können. Weiß Gott, vielleicht kommt irgendwann die Trotzphase, wo sie denken, wenn Papa Madrid-Fan ist, bin ich Barca-Fan oder was auch immer, man wird es sehen. Im Gegenteil,
Weil die Frage ist, was mache ich, wenn mein Sohn mal Barca-Fan wird? Im Gegenteil, mein Sohn hatte nämlich letztens in der Schule das Problem, dass er mit einem Jungen sehr gerne spielen würde, aber der Junge war Barca-Fan und mein Sohn war sehr traurig. Und ich habe gesagt, du kannst mit dem Jungen auf keinen Fall spielen. Spaß. Nein, ich habe ihm natürlich gesagt, ey Leute, es ist im Endeffekt nur Fußball. Ein Fußball zeigt den Bruchteil des Charakters einer Person. Viel wichtiger ist, ob die Person das Herz am richtigen Fleck hat. Auch ich bin mit Barca-Fans befreundet, weil viele mir ja vorwerfen, ich bin so ein Barca-Hater oder was auch immer. Nein, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Bayern, fast alle meine besten Freunde sind Bayern-Fans. Um Himmels Willen, was sage ich da? Also, im Endeffekt kommt es auf die Person an, welchen Fußballverein der unterstützt. Ist interessant, wenn du Freunde fürs Leben machst, damit du mit denen reden kannst oder diskutieren kannst. Aber so wichtig ist es im Endeffekt ja auch nicht. Und wenn meine Kinder Barca-Fans wären, würde ich sie trotzdem lieben. Nicht von ganzem Herz. Na, Spaß, ich würde sie trotzdem lieben. Aber es wird in unserem Haus, glaube ich, nicht passieren. Und die letzte Frage. Was würdest du jetzt machen, wenn du an der Stelle von Perez wärst und die Mannschaft? Ich glaube, das habe ich auch schon beantwortet, eben ganz am Anfang, was ich machen würde. So möchte ich mich nicht verabschieden. Ich habe also noch einen Joker in der Hand. Und zwar habe ich noch den Nevox, der gefragt hat, hättest du Lust, mal mit mehreren Zuschauern gesammelt ins Stadion zu gehen und ein Spiel anzusehen, wenn es überhaupt möglich wäre? Was für eine tolle Frage am Ende. Und ich glaube, die Antwort liegt auf der Hand. Ja, natürlich. Was hier zusammengewachsen ist, das ist für mich unglaublich. Es ist toll, meine Madrid-Gedanken mit Leuten teilen zu können, andere Meinungen zu hören. Auch ich habe meine Meinung hier und da schon mal geändert, seit ich diesen Kanal habe, weil Leute argumentiert haben und ich sage, ey, das stimmt, das macht Sinn, das passt. Ich freue mich doch mal, das kennenzulernen und es wäre für mich eine Riesenfreude, mal mit alle Male oder mit ganz vielen zusammen ins Stadion zu gehen. Im Hintergrund wird langwierig an einem Zahnrad gearbeitet, was sehr, sehr kompliziert ist. Damit möchte ich euch nicht nerven, aber ich mache es ganz kurz. Das wäre für mich ein absoluter Traum. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, unterstützt diesen Kanal weiterhin, wie ihr es bisher gemacht habt. Lasst Likes da, kommentiert dieses Video, teilt dieses Video. Und ich würde vorschlagen, wann wir uns in den nächsten Tagen wiedersehen, kann ich euch noch nicht versprechen. Ich möchte diese Zeit mit meiner Familie logischerweise genießen. Sobald ich Zeit habe, würde ich vorschlagen, sehen wir uns wieder auf diesem Kanal. Wahrscheinlich schon in 1, 2 Tagen. Also, bis dahin. A la Madrid und frohe Weihnachten.